Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für März und April 2019. Wie immer schauen wir uns an, was es so alles Neues gibt rund um den Kanal, woran ich arbeite, was ich fertig bekommen habe, Modellbaumessen und was so alles Neues reingekommen ist. Zuallererst mal hoffe ich, ihr hattet jetzt alle ein schönes Osterfest, ein paar ruhige Tage und hoffentlich auch ein bisschen Zeit zum Modellbauen. Ich jedenfalls hatte relativ viel Zeit, ich hatte ein bisschen Urlaub und da konnte ich das eine oder andere fertigstellen, was ich eben schon länger mal in der Hinterhand hatte. Kommen wir doch gleich zu den aktuellen Terminen. Und zwar findet am 25. Mai in Leipheim im Fliegerhorst Museum wieder die Ausstellung Modell trifft Original statt. Da war ich die letzten paar Male ja schon mal vor Ort. Das ist so ziemlich die nächstgelegene Ausstellung für mich. Sehr schön in dem Museum und da werde ich auch wieder ausstellen. Ich finde es wirklich angenehm, dass die Ausstellung nur einen Tag geht. Da ist irgendwie das Wochenende nicht ganz so belegt und ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Also ihr seid gerne eingeladen, geht's dahin. Ist eine schöne Ausstellung, ist auch ein schönes Museum. Man kann da auch relativ viel an der Kuchentheke bekommen und vom Grill. Also die Bewirtung ist da auch ziemlich gut. Also kann ich wirklich nur empfehlen. So, wo wir schon gerade bei Ausstellungen und Messen sind, möchte noch kurz was zu den Messen und Ausstellungen sagen, auf denen ich war jetzt seit dem letzten Update. Das waren 3 Stück, das ist glaube ich der Rekord bisher. Also ich bin wirklich sehr viel rumkommen. Da war zum einen die Fürstenfelder Modellbautage, dann war die Euromodel Expo in Lingen und in Ingolstadt war dann noch die Herzog von Bayern Figurenausstellung. Fangen wir mit den Fürstenfelder Modellbautagen mal an. War wie immer eine schöne Ausstellung und ich habe auch wieder viele alte Bekannte, aber auch neue Gesichter getroffen. Das hat mich besonders gefreut, wenn man mit dem einen oder anderen sich unterhalten kann, die doch sehr interessiert sind an dem, was man da baut, oder Leute, die sogar eben die Videos schauen. Ich denke, der ein oder andere schaut jetzt vielleicht auch gerade zu. Schönes Ambiente. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache da, weil es ein bisschen dunkel ist. Wir von unserem Verein aus haben halt ziemlich viel Zeit investiert, um eben das Ganze gut zu beleuchten, dass die Modelle auch gut wirken. Ja, die Infrastruktur muss man halt haben. Ansonsten kommen die Modelle nicht so gut zur Geltung, finde ich. Natürlich habe ich in Fürstenfeldbruck auch ein bisschen Einkauf, das bietet sich ja an. Man hat ja eine große Auswahl und doch ganz gute Messepreise. Das meiste waren Zubehörteile, die man irgendwann vielleicht mal brauchen könnte. Finde ich ganz interessant. Da gab es doch recht viel, vor allem von Panzerart. Also ist ja sowieso ein schöner Hersteller und dass man den dann gleich auf einer Messe in großer Auswahl bei den Händlern hat, das finde ich auch super. Dann habe ich mir noch ein gebrauchtes Buch gekauft über Armeen des englischen Bürgerkriegs. Wie ihr euch vielleicht noch daran erinnert, habe ich da ja gerade eine Figurengruppe dazu in der Mache, aber dazu mehr später. Und dann noch 2 Bausätze aus dieser First to Fight Serie, einmal ein Panzer 3E und ein Befehlspanzer 3. Sind eigentlich schöne Bausätze, obwohl sie eigentlich mehr für den Tabletop-Bereich gedacht sind. Also gerade im Fahrwerksbereich ist die Detaillierung nicht ganz perfekt, aber es lässt sich damit arbeiten. Die zweite Messe, auf der ich ausgestellt habe im März, war die Euromodel Expo in Lingen. Sehr interessante Veranstaltung, da möchte ich nächstes Jahr, wenn es irgendwie geht, wieder hin und ausstellen, weil der wirklich weite Weg hat sich definitiv gelohnt. Fläche der Messe ist ziemlich groß, aber das ist noch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende für mich oder das wirklich Überraschende war, dass eigentlich nur Qualität zu sehen war. Also da war eigentlich so gut wie nichts dabei, wo man sagt, naja, also ich bin da ein paar Mal losgelaufen von meinem Messestand, um mir das so häppchenweise anzuschauen, und wenn man dann nach 10 Minuten wieder umdrehen muss, weil einem der Kopf brummt, weil da so viele tolle Sachen stehen. Also das ist mir noch nie passiert auf einer Ausstellung. Also das war wirklich sehr, sehr überraschend und natürlich eine positive Überraschung. Also da muss ich sagen, Top-Arbeit von allen Aussteller, die da waren. Also Respekt, tolle Arbeiten.
Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, was ziemlich erfolgreich war. Wenn ihr Bock habt, schaut euch das mal an. Da sind ein paar, ja, vor allem Dioramen dabei, aber auch Flugzeugmodelle oder Figuren. Da fällt einem wirklich die Kinnlade runter. Ja, auch das Zwischenmenschliche kam nicht zu kurz. Ich habe viele interessante Leute dort getroffen. Ja, Leute, die man auch von YouTube kennt, von anderen Modellbaukanälen oder auch Leute, die ich aus meinen Kommentarsektionen kenne bei den Videos. War wirklich schön, die Leute persönlich zu treffen und mit denen ein bisschen zu quatschen. Deswegen geht man ja auch viel auf so Ausstellungen. Zum einen, man kann ein paar Schnäppchen machen, das war in Lingen auch der Fall, man sieht tolle Modelle, aber mittlerweile interessiert mich eigentlich die Leute noch mehr, weil Kontakte sind manchmal einfach alles. Obwohl das allgemeine Lingen schon ein recht teures Wochenende war, man muss ja die Anfahrt und das Hotel und das Essen und so weiter rechnen, habe ich mir dann doch noch das eine oder andere geleistet. Zum Beispiel Riesenfiguren von D-Day, einmal diese Belgier mit ihrem Hundekarren, das finde ich sehr interessant. Erster Weltkrieg ist immer noch ein Thema für mich und dann noch zwei rumänische Infanteristen. Die möchte ich kombinieren in ein Diorama mit dem Bronco Panzer 35T. Die Rumänen hatten das Fahrzeug ja auch im Gebrauch und das soll so eine kleine Diorama-Szene werden. Von dem Bronco-Bausatz habe ich übrigens eine Bausatzbesprechung in der Hinterhand. Das ist ein Video, da könnt ihr demnächst mal mit rechnen. Ja, ansonsten habe ich mir noch ein paar Bausätze aus dem 172er Bereich gegönnt. Figuren, ein T34, ein Panzer 3 und ein Panzer 4. Den Panzer 3 und Panzer 4 habe ich deswegen gekauft für mein Frankreich-Diorama, was ich gerade baue. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Da habe ich Ersatz gebraucht. Aber dazu später mehr, glaube ich. Naja, wie gesagt, Lingen, tolle Veranstaltung. Kann ich nur empfehlen, auch wenn man von weiter her kommt. Der Weg lohnt sich. Und ich werde versuchen, nächstes Jahr wieder dort zu sein. Versprechen kann ich es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall sehr stark anstreben, weil das ist schon ein Forum, wenn man sich da mit seinen Modellen oder Dioramen als Aussteller präsentieren darf, das ist schon was wert. So, und zu guter Letzt, Herzog von Bayern in Ingolstadt, da möchte ich auch noch kurz da was dazu sagen. Wie jedes Jahr eine Hammerveranstaltung, das ist wirklich Figuren Champions League eigentlich. Da habe ich auch ein kleines Video dazu gemacht, wo man sehen kann, was für großartige Arbeiten da zum Sehen sind. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wer sich für Figuren interessiert, der sollte da unbedingt hingehen, weil eine gleichwertige Veranstaltung, da muss man wirklich weit fahren oder fliegen, um da was in der Art zu sehen. Mir ist bloß aufgefallen, dass der Umfang von der Veranstaltung jedes Jahr ein bisschen kleiner wird. Das finde ich etwas besorgniserregend. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob da irgendwie terminliche Überschneidungen sind mit anderen Großveranstaltungen in Europa zum Thema Figuren oder ob die Leute, also die da eben im Wettbewerb mitmachen, ob die einfach weniger werden, das weiß ich nicht genau, das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht muss ich doch mal was dagegen tun und selber hingehen und was hinstellen. Wird wahrscheinlich nie was gewinnen dort, weil das ist einfach eine ganz andere Liga, was Figurenbemalung angeht, aber ich finde, das wäre eine Möglichkeit, da entgegenzuwirken und eben den Wettbewerb und die Ausstellungsfläche eben zu füllen. Natürlich habe ich auch ein bisschen eingekauft in Ingolstadt, und zwar 2 Riesenfiguren, Thema Erster Weltkrieg. Das ist ganz nett, die sind von, wie heißt der Hersteller, MMA, kannte ich bisher noch nicht. Sind aber sehr schöne Figuren. Und zwar einmal haben wir einen italienischen Sanitäter oder Krankenträger und einen Tiroler Landesschützen. Das ist allgemein ein Thema, was mich ziemlich viel interessiert, der Erste Weltkrieg, aber eben der Alpenkrieg im Besonderen. Ich bin da gerade am Lesen. Heinz von Lichem, der Gebirgskrieg, das sind 3 Bände, das ist jetzt der 2. Band. Hochgradig interessante Sache, was den Ersten Weltkrieg angeht, die ein bisschen im Schatten steht, wenn man die großen Schlachten an der Westfront oder auch an der Ostfront im Gedächtnis hat. Da denkt nicht jeder gleich an die Italienfront, aber
ja, geografisch gesehen ist das für mich eigentlich eine der nächsten Fronten oder Frontgebiete vom Ersten Weltkrieg. Ja, und das ist einfach was, dem ich mich modellbauerisch etwas mehr widmen will, und deswegen bin ich eben auch dankbar, dass es so Figuren gibt, weil da gab es bis vor ein paar Jahren gar nicht so viel dazu, oder ja, totale Nischenprodukte, die man eben nicht leicht finden konnte, und da bin ich eben ziemlich dankbar dafür. Und da konnte ich jetzt auch nicht Nein sagen, als ich die Dinger gesehen habe, musste ich einfach mitnehmen, da gab es kein Wenn und Aber. Kommen wir nun zu dem, wie ich finde, schönsten Punkt in diesem Kanalupdate, und zwar die Spenden für den Modellbau-Workshop des Ferienprogramms, den ich mache. Da ist wieder sehr viel zusammengekommen seit dem letzten Update. Es ist immer wieder überwältigend, wie großzügig die Leute sind. Da ist ganz viel vor allem auf den Messen passiert. Im Vier-Augen-Gespräch sozusagen hat sich das oft ergeben. Da wurden Adressen ausgetauscht und dann die Sachen sogar noch frei Haus geliefert. Oder ich war kurz irgendwie essen oder auf der Toilette, und als ich zurückkam, war dann am Platz, am Ausstellungsstand auf der Messe dann ein paar Bausätze abgelegt, und auf Nachfrage bei den Kollegen hieß es dann, ja, das ist für deinen Workshop, da hat jemand was vorbeigebracht, da warst du gerade nicht da. Und das ist wirklich überwältigend, wie groß die Unterstützung dann nach wie vor ist. Ich habe jetzt mittlerweile so einen großen Fundus an Bausätze für diesen Modellbau-Workshop für die Kinder, dass ich da also problemlos 2-3 Jahre durchhalten könnte. Und das ist wirklich toll, dass ich da eben die Möglichkeit habe, das aufrechtzuerhalten. Weil, sind wir ehrlich, das Ganze steht und fällt eben mit Spenden. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich das vielleicht irgendwie ausweiten könnte in irgendeiner Form, oder ob ich vielleicht auch andere Leute dazu animieren könnte, irgendwie was Ähnliches anzubieten in deren Gemeinden. Ich denke, das Ferienprogramm ist ja eigentlich deutschlandweit ein Thema, ob das vielleicht auch andere Leute vielleicht machen würden in der Form. Ich höre immer wieder, dass gejammert wird, oh, das Hobby stirbt aus und die jungen Leute interessiert es nicht und bla 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 und so. Das mag zwar stimmen vielleicht, also ich bin nicht ganz der Meinung, aber sagen wir, nehmen wir an, das stimmt. Vom Jammern wird es nicht besser. Also junge Leute zum Modellbau bringen, ja, wie macht man das? Es steht ja keiner auf und denkt sich, ja, heute baue ich so einen Bausatz. Sowas passiert in der Jugend, und man muss es denen eben nahe bringen. Wenn es die Eltern nicht tun oder der Opa oder wer auch immer, dann muss man eben zumindest so ein Angebot schaffen, dass die Möglichkeit besteht. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Initiative dazu. Vielleicht wäre es da ganz interessant, einen Verein dafür zu gründen oder irgendeine Institution dafür zu haben, die das ein bisschen managt oder da irgendwie die Bausätze zur Verfügung stellt oder besorgt oder irgendwie halt die Spenden sammelt, sage ich jetzt einmal, dass man das ein bisschen ausweiten könnte. Das fände ich ganz interessant. Muss ich mal drüber nachdenken, ob das irgendwie machbar ist. Letzten Endes geht es eigentlich nur darum, Leute zu finden, die bereit sind, so was eben zu tun. Ich sag mal, allein davon, dass ich die Bausätze habe, ist ja noch nicht so viel getan. Da muss man eben auch nochmal die Zeit nehmen und das mit den Kindern machen. Also wenn ihr da Interesse habt oder irgendwie Ideen habt, könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten. Ich fände das mal interessant, da einen Austausch zu haben, mal Ideen zu sammeln, und vielleicht können wir da irgendwas aufziehen. Ja, wie ihr sehen könnt, da kam wirklich einiges zusammen. Das ist wirklich sehr beeindruckend, und das sind auch alles die Art von Bausätzen, die für Kinder und Jugendliche ideal sind. Deswegen vielen Dank euch alle für die große Unterstützung. Ich kann euch jetzt nicht alle namentlich aufzählen. Zum einen habe ich es ehrlich gesagt vergessen manchmal, und zum anderen, das waren wirklich einige Leute. Es sind bestimmt 5, 6, 7 Leute gewesen, und da möchte ich jetzt auch nichts durcheinander bringen oder so. Ihr wisst, wie ihr seid und dass ihr wirklich Top-Leute seid. Nicht nur der Workshop, sondern auch ich wurde mit ein paar Spenden bedacht. Das schauen wir uns auch noch schnell an. Und zwar der Hendrik, der Hollywood Modeling, wie er sich auf YouTube nennt, hat 2 Riesenfiguren springen lassen und im Übrigen auch was für den Workshop. Ja, vielen Dank, Hendrik. Das ist sehr großzügig von dir. Ich weiß deine Freundschaft sehr zu schätzen, und vielleicht sehen wir uns wieder mal persönlich.
Mein lieber Vereinskollege, der Ralf, hat auch 2 Figuren Bausätze springen lassen. Der hat sich mehr auf den 1:48er Maßstab verlegt. Da kann er jetzt diese 35er Figuren nicht mehr ganz so gut brauchen. Und das ist immer gut, Figuren kann man nie genug haben. Vielen Dank, Ralf. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann die Figuren früher oder später mal in ein schönes Diorama einbauen. Und zu guter Letzt habe ich vom Händler Modellbau König den Faun-Bausatz bekommen. Die waren so großzügig und haben den zur Verfügung gestellt, dass ich euch den Bausatz mal zeige. Das habe ich mittlerweile ja auch schon getan in einer recht umfassenden Bausatzbesprechung. Ist ein schickes Teil und ich finde es schön, dass eben auch nicht nur Privatleute, sondern auch Firmen das Potenzial hier sehen und mich eben unterstützen. So, kommen wir jetzt zu den Dingen, die ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Ich habe zwar keine Videos dazu gepostet bisher, aber ich war dennoch nicht faul. Ich hatte über Ostern 2 Wochen frei und die Zeit habe ich sehr effektiv fürs Hobby und für den YouTube-Kanal genutzt. So, wie ihr sehen könnt, das Diorama für den Schneiderpanzer ist fertig. Ich habe alles gefilmt, muss es noch editieren und hochladen und einen Untertitel dafür schreiben. Ja, aber es ist fertig und es ist eigentlich so eine Sache, mit der könnt ihr, sagen wir so in 1 bis 2 Wochen von jetzt ab rechnen. Das ist dann der letzte Teil des Bauberichts dazu und dann ist es fertig. Der 4. Teil des Bauberichts ist ungefähr 40 Minuten lang und beschäftigt sich sehr detailliert damit, wie man eben hier das Diorama baut. Die Figuren und den Panzer haben wir ja schon in den vorigen Teilen fertig gemacht. Da gibt es nichts mehr weiter zu sagen. Ich bin sehr zufrieden damit, wie das Diorama geworden ist. Gefällt mir wirklich gut und ist ein interessantes Thema und ich freue mich schon drauf, das mal auf diverse Ausstellungen mitzunehmen und euch das mal persönlich zu zeigen. Das zweite fertiggestellte Projekt ist mein Geheimprojekt, das ich ja im letzten Update schon erwähnt habe. Das habe ich auch komplett durchgezogen, ist fertig und ich habe auch einige Videos dazu produziert. Das ist ja ein Buddy-Build-Projekt mit einem anderen sehr bekannten und beliebten Modellbau-YouTuber. War ein sehr interessanter Austausch und eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich denke, das werden wir wieder mal machen, weil es hat einfach sehr gut funktioniert. Ihr müsst euch bloß noch ein bisschen gedulden. Der Kollege ist nämlich noch nicht ganz so weit und unser Plan ist nämlich dann unsere Update-Videos, die wir eben dazu gemacht haben, immer simultan dann wöchentlich, in wöchentlicher Reihenfolge zu veröffentlichen. Das wird dann ziemlich interessant, weil man dann eben den direkten Vergleich sieht, wie wir eben arbeiten. Es ist doch recht unterschiedlich, würde ich meinen. Ich mache ja viele Dinge doch eher ziemlich oldschool, er ist wesentlich moderner in seinen Techniken. Und überhaupt wird es ziemlich interessant, das eben so relativ dicht gestaffelt zu sehen. Uns war eben wichtig, dass wir das in Ruhe machen können, ohne Druck. Und dann können wir das eben zusammen veröffentlichen. Und ich denke, das hat nur Vorteile für euch. Ihr müsst eben nur jetzt vorläufig etwas Geduld beweisen. Ich denke, die Videos werden so im Laufe des Sommers dann mal kommen. Unter Vorbehalt natürlich, ganz genau weiß ich es nicht, aber so ist der Plan. Meine lieben Unterstützer auf Patreon wissen allerdings schon, worum es sich hier genau handelt. Und die können auch schon manche Videos sehen dazu. Da möchte ich monatlich eben dann die noch nicht öffentlichen Updates da vorab schon mal zeigen. Also als Premiere sozusagen, als kleines Dankeschön für die Unterstützung. Und im Laufe der Zeit, wie schon gesagt, wird es auch komplett öffentlich werden. Das dauert eben noch ein paar Wochen oder Monate. Das werden wir dann sehen. Also wenn ihr von der ungeduldigen Sorte seid oder ihr mich allgemein einfach unterstützen wollt, dann schaut bei Patreon vorbei. Und alle anderen, ihr seid liebe, geduldige Menschen, dann könnt ihr auch noch eine Weile warten drauf. Kommen wir nun zu den Projekten, die ich gegenwärtig so in der Mache habe. Das hier ist das 1:72er Frankreich-Feldzug-Diorama, das kennt ihr noch aus dem letzten Update und wie ihr sehen könnt, das hat auch gewisse Fortschritte schon gemacht. Ich habe alles, was am Gebäude noch so zu verschleifen war,
ja, fertig verschliffen und noch ein bisschen gespachtelt hier und da. Da waren doch noch ein paar Lücken da und habe dann noch die letzten ja, Anbauten komplettiert. Zum Beispiel die Dachrinne, die habe ich Scratch gebaut und auch hier oben die ja, Kaminöffnungen. Ja, und damit ich dann auch sehe, wo es noch fehlt, habe ich gleich mal alles mit schwarzer Acrylfarbe grundiert und ja, soweit ich das erkennen kann, ja, muss ich da nirgendwo noch größer nacharbeiten. Also habe ich schon mal einen ganz guten Treffer gelandet. Ich habe mir dann auch schon mal einen Baum ausgesucht. Der ist von Anita Decor. Der sollte hier ganz gut passen. Den habe ich schon vor ein paar Jahren gekauft mal. Ja, der hat eigentlich die richtige Größe. Für 1:35 ist der doch viel zu klein. Aber für 72 ist der genau richtig. So wie ihr sehen könnt, haben sich die Fahrzeuge ein bisschen geändert fürs Diorama. Der französische Panzerjäger ist geblieben, aber ich habe den Mirage Hobby Panzer 4E ersetzt durch einen Befehlspanzer 3 aus dieser First to Fight Serie, diesem Tabletop-Spiel. Das ist ein Bausatz, den habe ich in Fürstenfeldbruck gekauft. Musste nämlich feststellen, dass der Panzer 4E im Frankreich-Feldzug eigentlich kaum oder gar nicht unterwegs war. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, aber ja, ich finde eigentlich keine Bilder davon und das hat mich etwas skeptisch gemacht und deswegen war es notwendig, mir da einen anderen Bausatz zu besorgen. Das Problem ist nur bloß bei 1:72, ganz selten nur kann man die Luken offen darstellen und das war auch bei dem Panzer 3 so. Da habe ich mir dann aus einem anderen Bausatz die Luke geborgt und die Kuppel als solche war da massiv, die habe ich dann ausgefräst. Also das ist ein bisschen schade, dass da die Bausätze irgendwie so limitiert sind, was das angeht. Da war der Panzer 4 von Mirage Hobby schon ein bisschen schöner, weil da kann man eigentlich alle Luken offen darstellen. Aber das ist halt nur die Ausnahme. Jetzt muss ich mir halt überlegen, was ich mit dem Panzer 4 mal mache. Da bietet sich ein Diorama aus dem Balkanfeldzug an oder Nordafrika oder Russland, irgendwas anderes. Aber für Frankreich passt der nicht so gut. Ja, die Fahrzeuge sind schon lackiert worden. Den Lafly Panzerjäger habe ich viel mit dem Pinsel lackiert. Den Panzer 3 viel mit der Airbrush. Da war nur interessant, dass eben der Panzer 3 das frühe Tarnschema hat, wie es bis Anfang 1941 nur üblich war. Also dunkelgrau mit relativ große dunkelbraune Flecken. Ja, auch die Figuren haben gewisse Änderungen erfahren. Ich habe da noch ein paar zusätzliche gefunden in Lingen auf der Ausstellung. Das sind auch Figuren von Orion und ich habe auch noch einen Infanterieunteroffizier gefunden. Das ist eine Revell-Figur, glaube ich. Ja, und die habe ich auch schon mal grundiert. Ich denke mal allgemein, das Projekt wird so das nächste sein, auf das ich mich konzentriere. Weil so viel fehlt eigentlich gar nicht mehr. Dann habe ich auch noch was Neues angefangen, und zwar ist das mein Eintrag in den 1944 Gruppenbau. Der geht ein ganzes Jahr über und da kann man alles bauen, was eben thematisch zum Jahr 1944 passt. Ich habe mir eine Diorama-Szene überlegt, zu den Landungen in der Normandie, und da habe ich mir von TriStar den Flakpanzer 38 ausgesucht. Den Bausatz hatte ich schon ein paar Jahre im Fundus liegen, habe ich relativ billig gekauft, so für 25 € oder so. TriStar gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, was ziemlich schade ist. Ja, und der Bausatz sah doch etwas einschüchternd aus. Sehr viele Einzelteile, voller Innenraum, alles dabei, was man sich vorstellen kann. Und das hat mich ein bisschen eingeschüchtert und abgehalten, aber jetzt dachte ich mir, komm, bau den mal. Und ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt. Der Bausatz, obwohl er sehr kompliziert aussieht und eine hohe Teilanzahl hat, passt der wirklich perfekt. Also da hat man überhaupt keine Probleme. Wirklich sehr, sehr angenehm zu bauen. Da ist auch jede Menge Foto-Ads dabei für den Kampfraum hier hinten. Besonders interessant ist hier dieser Hülsenfangkorb, der aus mehreren Foto-Ads-Teilen besteht. Ja, normalerweise rennt man da schreiend davon, aber da muss ich sagen, das ging sehr gut zum Bauen. Sehr gute Passgenauigkeit und
eine sinnvolle Aufteilung, dass das eben auch machbar ist. Ich habe dann auch schon mal eine Besatzung mir hergerichtet, soll ja auf ein Diorama kommen, und ja, Besatzungen für so Flakpanzer, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man vor allem ja nie Figuren findet, die irgendwie ja auf die Position vom Schützen irgendwie passen, weil da diese Sitze sind sehr klein und ja, auch alles ist sehr eng allgemein. Ja, da habe ich mir so beholfen, das ist ja, ein Torso und Beine von Dragon, und zwar gab es bei den Sonderkraftfahrzeug 250 und 251ern eine Zeit lang immer eine Fahrerfigur aus DS dabei, weil da hat man ein ähnliches Problem, da passt eigentlich kaum eine Figur rein, und das weiche Material erlaubt eben, dass man den da so richtig reinquetschen kann, und es sieht dann aber immer noch gut aus. Also wo praktisch eine solide Plastikfigur versagt, kommt eben dann das weiche DS-Plastik zum Tragen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, und die Figur habe ich da ja, reingequetscht sozusagen, habe ihm noch einen anderen Kopf verpasst und andere Arme, und dann sieht es ganz gut aus. Allgemein die Figuren, die sind von Dragon und TriStar, aber so zusammengestückelt. Da ein Arm, da ein Kopf. Also die sind eigentlich alle verändert worden, um eben dann zu der Dioramenszene zu passen, die ich im Kopf habe. Da ist mein Plan, da möchte ich hier den großen Baum auf das Diorama packen, und in dem Baum sollen dann Trümmer von einem Horsa-Lastensegler hängen. Da habe ich von Bronco den Bausatz für die Tragflächen und ja, das Heckteil, und da möchte ich eben so Trümmer in den Baum stecken, und das ist eben das, wo die Kollegen sich gerade anschauen, wie das da oben so drin hängt. Ja, ansonsten typische Landschaft in der Normandie soll das werden, mit Hecken, vielleicht mit einer Straße oder einer Kuhweide, ja, und eben der große Baum. Ja, da ist noch viel zu tun für das Projekt, das steckt noch in der Anfangsphase. Ich habe jetzt zumindest mal ja, den Flakpanzer und die Figuren beieinander. Den Rest ja, mache ich dann mal, wenn ich dazu komme. Das wird sich vermutlich noch eine Weile ziehen. Die Phantom und meine Figurengruppe zum englischen Bürgerkrieg haben keine Fortschritte gemacht seit dem letzten Update. Ja, wie ihr gesehen habt, ich war damit beschäftigt, 2 Dioramen fertig zu bauen. Ja, ich kann nicht auf jeder Hochzeit gleichzeitig tanzen. Das sind aber beides Dinge, da habe ich es nicht sonderlich eilig damit. Also da sehen wir dann im Laufe der Zeit, was damit passiert. Schauen wir uns jetzt noch an, was ich mir so alles an neuen Bausätzen zugelegt habe seit dem letzten Update. Nachdem ich ja schon auf den diversen Messen zugeschlagen habe, ja, habe ich mir jetzt davon abgesehen nicht viel gekauft. Ja, ein Gebäude im Maßstab 1:72, das ist eben dafür gedacht für den Mirage Hobby Panzer IV, dass man da irgendwie eine Szene baut. Dann von Dragon das Sonderkraftfahrzeug 231, wäre noch eine Alternative gewesen zu dem Befehlspanzer 3 auf dem Frankreich-Diorama. Da kann man nämlich die Luken größtenteils offen bauen. Aber er hat es dann doch nicht ganz so zugesagt, das ja, findet irgendwann später mal Verwendung. Und dann habe ich mir noch ein Alurohr und mit noch ein paar Zusatzteilen besorgt für den 1:35er Jagdpanzer 4 von Dragon. Da ist nämlich das Kanonenrohr falsch im Bausatz, und ja, das muss auf jeden Fall ersetzt werden. Ich habe jetzt gegenwärtig die kurze und die lange Kanone, beide ja, sozusagen im Fundus, weil ich mir nicht entscheiden kann, ob ich das eine oder das andere damit bauen will. Es wäre ja beides möglich mit dem Bausatz. Ja, und das wäre es auch wieder für dieses Update. Ja, war auf jeden Fall eine sehr geschäftige Zeit mit den ganzen Messen, auf denen ich unterwegs war. Jetzt wird es, glaube ich, wieder ein bisschen ruhiger über den Sommer, hoffe ich. Ja, ich werde versuchen, auf jeden Fall das Frankreich-Diorama fertig zu machen, und danach schauen wir weiter, ob ich mich dann auf die Bürgerkriegsfiguren verlege oder ob ich was Neues anfange oder wie auch immer. Das sehen wir dann im Laufe der Zeit. Da habe ich ehrlich gesagt noch keine konkreten Pläne. Wie schon erwähnt, die Update-Videos zum Geheimprojekt, die könnt ihr im Laufe des Sommers erwarten. Ich weiß nicht, wann es da losgeht, ob es da im Juni schon losgeht oder erst im August oder September, das kann ich noch nicht abschätzen.
Das hängt ganz von meinem Bodybuild-Kollegen ab. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die habe ich in der Hinterhand. Die wird dann irgendwann peu à peu kommen. Und nachdem ich jetzt den Schneider CA Panzer fertig gebaut habe mit dem ganzen Baubericht, stellt sich natürlich die Frage, was der nächste Baubericht sein wird. Da bin ich auch schon ein bisschen drüber am Nachdenken. Ja, wie schon mal früher erwähnt in einem vorigen Update, werde ich diese Bauberichte in Zukunft ein bisschen anders machen. Da habe ich mir ja extra ein tolles Mikrofon dafür gekauft, dass ich das eben nachvertonen kann. Ich denke, dadurch werden die leichter zum Produzieren für mich, also weniger stressig, sage ich jetzt mal, und für euch vielleicht auch ein bisschen angenehmer zum Anschauen. Aber was ich dann jetzt konkret als nächstes baue für den Baubericht, das habe ich mir noch nicht genau überlegt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ganz interessant wären. Soweit so gut, jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und unterhaltsam und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.